Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute stellen wir euch ein bekanntes Problem vor, was viele BMW haben. Auch dieses Fahrzeug, was wir hier sehen. Leider haben wir hier ein Problem mit der elektrischen Lenkradverriegelung. Das ist leider ein Thema, was jeden BMW früher oder später treffen wird, der eine elektrische Lenkradverriegelung hat. Und das Problem zu lösen ist bei BMW erstens sehr, sehr teuer. Man liegt preislich um die 3.500 Euro. Aber das Problem wird nur für ein Jahr gelöst. Man hat nur ein Jahr Garantie. Bei den neuen Modellen haben wir keine elektrische Lenkradverriegelung mehr, denn das System hat sich einfach nicht bewährt. Und die Fahrzeuge, die eine haben, werden früher oder später ein Problem damit bekommen. Das System mit der elektrischen Lenkradverriegelung besteht aus 3 Komponenten. Wir haben einmal die Lenksäule mit der elektrischen Lenkradverriegelung. Wir haben einmal eine Wegfahrsperre, die sieht unterschiedlich aus, mal so, mal so, mal so. Und wir haben das Motorsteuergerät. Das heißt, die einzelnen Komponenten haben jeweils einen Zähler. Deswegen bringt es auch nichts, eine Komponente zu tauschen, wie zum Beispiel die Lenksäule oder sich einen Emulator einzubauen. Bringt null. Deswegen endet das Problem dabei, wenn man alle 3 Sachen erst halt tauscht. Dann hat man das Problem erledigt. Viele Probleme, die die Fahrzeuge haben, können wir auch aus der Ferne lösen. Dabei schicken wir euch ein Kabel zu. Ich zeige mal, wie so ein Kabel aussieht. Das heißt, wenn wir dieses Kabel euch zuschicken, braucht ihr nur einen Laptop mit Internet und Windows und dann können wir auf das Fahrzeug zugreifen und viele Probleme auch aus der Ferne lösen, ohne dass ihr hierher kommen könnt. Wir können gebrauchte Steuergeräte anpassen, die kaputt gehen, viele Sollbruchstellen instand setzen, die von vornherein einfach oft kaputt gehen. Oder für Kunden, die vorhaben, ein Fahrzeug zu kaufen, können wir das Fahrzeug vorher prüfen. Das heißt, die einzelnen Komponenten werden getestet, ihr bekommt Bilder von den Tests mit einer Sprachnachricht per WhatsApp, was das bedeutet. Oder wenn man ein Fahrzeug zum Beispiel vorhat, länger zu behalten, ist das auch eine sinnvolle Sache dabei. Bei der elektrischen Lenkradverriegelung gibt es 2 Möglichkeiten, die wir anbieten. Entweder wir modifizieren das System so, dass die elektrische Lenkradverriegelung nicht mehr funktioniert, wie bei den aktuellen Fahrzeugen. Das heißt, die Wegfahrsperre ist aktiv, die Schlüssel, alles funktioniert wie gehabt, nur dass die elektrische Lenkradverriegelung einfach nicht mehr auf und zugeht. Das ist die eine Option, die nachhaltig ist. Das heißt, ihr bezahlt einmal und das Thema ist für immer erledigt. Oder wir können natürlich auch die Variante so instand setzen, wie BMW das halt auch macht, dass wir das so instand setzen, dass die elektrische Lenkradverriegelung auch tatsächlich weiterhin funktioniert. Nun dann habt ihr genau die gleiche Garantie wie bei BMW, wo ihr 3.000 Euro bezahlt, nur ein Jahr und das Problem wird wiederkommen. Das ist euch überlassen. Diese ganzen Varianten, dass man Emulatoren verbaut statt der Lenksäule oder den Zähler zurücksetzt von der elektrischen Lenkradverriegelung, das ist keine nachhaltige Lösung. Ihr könnt das gerne alles testen. Wir haben diese ganzen Methoden und Prozeduren alles schon durch und haben Lösungen gefunden, die auch tatsächlich funktionieren. Zum Thema, wenn ihr das Problem schon habt, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder bei euch ist die elektrische Lenkradverriegelung verriegelt, das heißt, das Auto lässt sich nicht starten, Lenkrad lässt sich nicht drehen, dann müsst ihr uns leider die Lenksäule ausbauen. Das ist die Lenksäule, die hat 5 Schrauben, das heißt hier 2 und hier eine. Dann müsst ihr die uns ausbauen, auch das Motorsteuergerät müsst ihr uns mitschicken, einen Schlüssel und die Wegfahrsperre. Das ist generell auch für BMW und auch Mini. Wenn ihr zum Beispiel die Lenksäule bei euch entriegelt ist, das heißt das Auto zum Beispiel nicht startet, aber die Lenksäule, das Lenkrad lässt sich drehen, dann reicht es aus, wenn ihr uns das Motorsteuergerät, die Wegfahrsperre und die Schlüssel zuschickt. Die Lenksäule kann im Fahrzeug auch bleiben. Wenn bei euch nur die Lampe erstmal leuchtet und ihr könnt das auf und zu machen, dann könnt ihr das im Endeffekt, wie gesagt, Zündung anmachen, die Lenksäule entriegelt lassen und den Stecker von der elektrischen Lenksäule einfach abnehmen, bevor ihr uns die Sachen einmal zuschickt. Hier kann man zum Beispiel den Stecker sehen. Das ist halt wichtig, wenn ihr natürlich die Variante haben wollt, dass die Lenksäule permanent halt frei ist. Wenn das alles gemacht ist, dann bekommt ihr die Teile, baut sie ein und alles funktioniert wie gehabt. Alles ist ohne Probleme und läuft. Wichtig ist, wenn ihr noch kein Problem habt mit den ganzen elektrischen Lenkradverriegelungen und auch kein Problem haben wollt, gibt es auch eine Möglichkeit, präventiv etwas zu machen, was nur die Hälfte kostet und dann wird das Problem niemals auftauchen. Für diejenigen zum Beispiel, der sagt,
cooles Auto, ich würde ihn noch 5, 6 Jahre fahren, dann bevor das Problem irgendwann so oder so passiert, ich muss so oder so dafür Geld investieren. Lieber investiere ich gleich die Hälfte und dann wird das Problem niemals auftauchen und ich kann das Ding fahren ohne Ende. Denn wenn das Problem passiert, dann passiert das Problem meistens dann, wann ich das Auto am meisten brauche und dann ist es natürlich ärgerlich. Deswegen, wenn ihr an sowas Interesse habt, Freunde, Bekannte mit den BMWs fahren, teilt gerne das Video, damit auch andere wissen, dass es bei den Fahrzeugen Sachen gibt, die man vermeiden kann. Und ja, kommentiert das Video, hinterlasst ein Abo und wir sehen uns das nächste Mal. Vielen Dank.